Also es geht jetzt hier darum, wie man den Trachealsponge anwendet. Es wird natürlich zunächst die richtige Tubusgröße passend zum Hund ausgewählt und dann die richtige Schwammgröße. Der Schwamm sollte wirklich hinten schön im Rachen den Pharynx ausfüllen und dabei eben auch gerade positioniert sein. Ungefähr so. Ich zeige es jetzt gleich nochmal richtig mit der Intubation. Zum Intubieren wird der Schwamm möglichst weit nach oben geschoben auf den Tubus, dass er uns nicht die Sicht versperrt. Er hat ja hier zentral eine kleine Öffnung hier, wo wir durchgehen. So, wir würden jetzt den Hund ganz normal intubieren und würden jetzt dann, nachdem wir den Tubus in Position geschoben haben, diesen Schwamm am besten direkt im Oropharynx positionieren. So, er sollte wirklich schön abdichten, damit hier wirklich rechts und links kein Wasser seitlich eindringen kann. Er hilft damit jetzt eben auch den Tubus zu stabilisieren, der rutscht also nicht mehr so weit rein oder raus. Der Hund sollte eigentlich möglichst schief gelegt sein, dann während einer Zahnbehandlung, auch wenn wir mit viel Wasser arbeiten, kann man ihn zwischendrin immer wieder mal vorholen oder die Position kontrollieren und ihn gegebenenfalls, auch wenn das Tier dann mal erbricht in der Narkose, dann vorziehen und eventuell dann ausquetschen oder eben auch Zahnsteinreste entfernen. Aber normalerweise ist es während einer Zahnbehandlung von einer Dauer von einer Stunde oder 2 Stunden und leicht schräg gelagerten Tisch nicht erforderlich, sondern nur nachher postoperativ dann wieder zu entfernen. Dann wir jetzt natürlich den Tubus entblocken und nie vergessen, den Schwamm, auch wenn er mal nicht mit dem Tubus herauskommt, wieder herauszunehmen. Aber meistens funktioniert das wunderbar. Schauen, dass keine Zahnsteinreste oder sonst irgendwas hier im Rachen sind und dann wird der Schwamm einfach abgezogen. Nach dem Gebrauch am besten unter fließendem Wasser sehr kräftig den Schwamm ausdrücken. Wichtig, dass man eben kräftig ausdrückt und schaut, dass eben die Zahnsteinreste entfernt sind. Und danach dann in ein ganz handelsübliches Desinfektionsmittel einlegen. Dabei ist es ganz wichtig, auch den Schwamm wirklich zu drücken, dass er gut durchfeuchtet wird mit dem Desinfektionsmittel. Und das sollte vor allen Dingen natürlich Viruzid und Bakterizid sein. Und je nach Angaben der Zeit die Einwirkdauer beachten nachher. Hier sind es jetzt 30 Minuten, die wir das da drin liegen lassen. Nach der Einwirkzeit oder auch länger, das Material verträgt das wirklich auch über Nacht, dann den Schwamm herausnehmen, nochmal kräftig ausdrücken und zum Trocknen irgendwo hinlegen.